Und damit ein herzliches willkommen und hallo zu einem weiteren Part der Let's Play Fake Controller. Ich bin Sam Surfix und wir widmen uns nun einer ganz besonderen Interlude. Und zwar, oh boy, als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, das kann man nicht schaffen. Schau ich an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Etappen. Das bedeutet also, wenn man hier nicht Half AP hat, sind es 160 AP für eine Interlude, Mann. Das ist schon an 7, das heißt, sie hat 14 und dann normalerweise 28. Sie hat dann hier, wenn es 10 hat, 30 normalerweise. Also, wie gesagt, oh, das Scheherazade will nicht unbedingt, dass man ihre Upgrades hat. Sie will ja auch im Endeffekt nicht immer, dass man sie spielt. Das wissen wir. Das mag sie nicht. Nichtsdestotrotz werden wir hier unser Bestes versuchen, hier ein bisschen mit ihr zu spielen. Und nehmen hier nun das Kadi. Wieso nicht? Why not? So. Und werden jetzt einfach mal hier direkt, würde ich mal sagen, mit der Interlude beginnen. Die wird das jetzt über 3 Parts wahrscheinlich hinweg verfolgen. Also, seid schon mal bereit, eine Geschichte aus 1001 Nacht erzählen. Oder, aus 2001 Nacht. Das zweite Mal die Geschichte aus 1001 Nacht. I see. Then it's just as I suspected. I wouldn't worry about if it were you though. That is neither there nor there. At least that's how I see it, and I'm not blowing smoke up your ass when I say that. That's just what sevens are. Our thoughts and feelings are at once tinian and fleeting dreams. So as far as you're concerned, what you saw just now were only memories. And as far as you're concerned, what else can I say? My past and my experience are real, even something of an ongoing stage in my case. I did feel the same way at the time, but I'm a servant now, I got over it. But you cannot say that of him. He is a master human. That is why I have to do this. I have to, no matter what may happen. I will have Master come with me. Please allow me to go on this race. So you're really set on this, huh? Well, alright, I'll just put this down on some on-site research. Still, whether they are memories or hazy dreams. It's one thing if you're a disposable guardian, but as a rock spits, some of the things you experienced there may end up recorded on the throne. And there's every chance those memories could be influencing your unconscious now. I'm sure they're probably a good influence, Possible and inevitable backlash, so to speak. And that is why I would like you to take me there, Master. Please accompany us as well, Mesh. Sorry, I don't think... could you repeat that? That's strange. You had every appearance of having heard me. Are you feeling alright, Master? Perhaps you are so overcome with your fever that you could not hear me. If you are, then please do not hesitate to speak up. You should not be up and about that in their case. Particularly given how dangerous my chosen destination are. Yes, you could easily end up dead. No, sorry, it's not that. I think I speak for Senpai when I say that. Well, your request shocked us both truthfully, that we just weren't sure quite how to process it. Would you mind telling us again, where did you want us to take you? Not at all. I would like you to take me on the very same journey you two have taken. Specifically, I would like you to have me to each of the singularities. Jetzt weiß ich wieso. So viel Kampagne das. You visited on your mission to restore humanity. Of course, I understand that humanity has already been restored and that the singularities are now nothing more than remnants. You would not need to take me around too terribly much, so I should be able to complete my task wherever we happen to arrive. So, I don't think this trip will prove especially dangerous for either of you. No, I can't promise that it won't be exhausting in other ways. At any rate, Da Vinci has already authorized these ray shifts, please. Die will uns jetzt wirklich auf jedes unser Abenteuer nochmal mitnehmen. Also, dann starten wir, ich denke mal, mit Fuyuki, oder? So, this is Fuyuki. This is where it all began. It is even more hellish than I heard. I feel death reaching out for me as I stand here. Good. The ray shift was a success and... Fu! Our Fu came with us as well. It really is just like old times. Alright, Scheherazade.
Now seems to a good time to ask. Why did you want to come here? I have a favor to ask. I would like to talk with you. About what? About what happened here. About the path you and Mesh walked together. I would like you to tell me stories. Your story, Mesh. Story. The stories of those you encountered there. I want to know them forward and backward. I want to hear it all from your lips. I want to understand what you have been through and come to terms with it. If I cannot do that, then I have no right to call myself your servant. That is why you brought us here? Yes, I wanted to learn the tone, the feel of those stories as much as was possible. And I thought that hearing them in the location where they took place would be best way to do that. I see. Certainly few people can tell a story and make it feel so real and vivid as you, Scheherazade. So I can see the senses going to the actual place to learn about them firsthand. Anyway, Senpai, now that we know what she wants from us, what do you think we should do? We tell her what she wants to know. Foo-foo. Okay, as long as it's alright with you, Senpai. And since I've been by your side on the journey, I'll be happy to contribute what I can say as well. We can each cover any gaps the other might have been their memories. 2 heads are better than 1. All that said, I'm considering how to go about actually telling these stories. And I'm starting to realize that storytelling is much harder than I thought. Please do not worry yourself over minor details. If there is anything I wish to hear more about, I will let you know. All I ask for you is that you tell me about what happened on your journey and how it made you feel. That is a perfectly valid form of storytelling on its own right. Es war immer vor langer, langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. The place where it all began, Leaf Lane, a sabotage, an unexpected race shift. A reunion in Fuyuki. Olga, dürfen wir nicht vergessen. And a new encounter. Chugasta! With his assistance, he ended the Holy Grail War that destroyed the city of Fuyuki and began your battle to repair the singularities. I can hardly imagine the incredible bravery such an undertaking must have required of you. You had only just begun thrown into a situation with no knowledge of what was happening, with the threat of death looming over at every turn. I really didn't have any other choice. Even so, to have chosen the path under those circumstances is immeasurably brave. Many stories have ended up when the subjects could not make such choice in similar dire circumstances. As for you, Mesh, this is the very battle where you learned to use your noble phantasm. Genau, wo Jules dir beigebracht hat. Yes, I couldn't have done it without Casta, without Chulane's help. I still remember how happy Dr. Rome was and how Director Olga Marie gave it the name. Now let us proceed to the next part of your story. As your journey went on, it eventually brought you here. Genau, der Kampf gegen Emir. Und dann schließlich gegen Saber Altar. Und Maries Tod natürlich. A greater gale was hidden away in this massive underground cavern. And that is where you found a tremendously powerful servant awaiting you alone. Hold up, hold up. I brought her here. She isn't real, of course. Merely a shadow. A bad imitation of the real hero. I recreated her using my noble phantasm, so that you might reenact your story. Woo! I think she means to attack us. Not to worry, I will face her myself. Huh? You wish, Scheherazade? Yes, if I'm properly digest your stories. If I'm truly to understand them. I will need to experience them for myself. Ist es schlimm, dass wir dich nicht in der Party mit dabei haben? Okay, liebe Leute, ja, Fuyuki, unser erstes Abenteuer. Übrigens wird das noch alles mal rekapituliert werden. Ich habe da so eine schöne Reihe, wo ich zumindest bis dato die ersten 4 Singularitäten gemacht habe. 3? Na, die ersten 3 erst. Dann haben wir schon 4. Und es wird auch definitiv normale Singularitäten dann dazu schön Zusammenfassung geben. Okay, ja, nichtsdestotrotz, Fuyuki, ja,
muss man leider sagen, so die schlechteste Singularität liegt natürlich daran, dass es eine sehr basic Story war, größtenteils Intro und alles mögliche. Zwar schöne Erinnerungen, aber jetzt nicht das Stärkste. Ist heute alles ein bisschen leichter, was wir gleich sehen werden. Und ja, gab es schon ein paar nette Momente, wie gesagt, Schulcast ist ziemlich cool gewesen. Wir haben hier auch das erste Mal wirklich mit anderen Servern. So, das war auch für mich eigentlich so ganz neu und so ungewohnt. Das war auch schon nett, der davor halt weniger sich mit so einem Zeug auskannte. Na gut, damals haben wir ein bisschen Probleme hier gegen Solter gehabt. Heute heißt es einmal Jippau und auf Wiedersehen. Würde ich mal sagen. Da steht nämlich nichts mehr. Wenn der Jippau kommt, dann steht alles am Bauch. Naja, und danach wird es jetzt richtig schön, nämlich... und danach wird es jetzt richtig traurig, nämlich wo Leaf Laner auftaucht, seine Ankündigung von seinem König hier erteilt und wir hier Olga dann ausgelöscht wird. Das ist natürlich dann das nicht so Schöne. I thought I was going to die, even though I was the one telling the story. Scheherazade is more afraid of dying than anything else. I can't actually believe she's willing to go this far. Yeah, at least I've gained a good understanding of the story that unfolded here. Thank you, Master and Mesh. Alright, let's head to the next location now. Understand? That was France, correct? Fu? So you're really serious about visiting all the singularities? It is a part of your story. There's therefore incumbent upon me to experience them. I'm sorry to impose, but I hope you will continue to indulge me in this. Auch wenn ich ein bisschen abgeneigt war von der schieren Anzahl. Es ist ehrlich gesagt eine ganz schöne Sache. Wie gesagt, hier nochmal so alles zu rekapitulieren. Und wir gehen gleich in die nächste Singularität und wir sehen schon, was eigentlich keinen Sinn macht, was wir da sehen. Naja, das macht leider keinen Sinn. Ich hätte gerne eine Tamomo. Ja, mit der guten Ziel ist nicht schlechter gewesen, aber egal. Nehmen wir sie. Wir machen jetzt nämlich Double Tamam. Wollen wir da? Oh, Leute. Nee, stimmt, wir machen nicht den, wir machen Double Tamam. Oh mein Gott, Mann. Der Damage, Mann. Der Damage wird jetzt nice werden. Der Damage wird jetzt richtig nice werden. So. Nun geht's hier nach Frankreich. Klar, unser Kampf an der Seite von Jeanne und hier den Rebellen. Siegfried haben wir gefunden und dann gegen die Drachenhexe Jeanne Alter. Wo sie noch ein Wuler war. Und natürlich hier auch noch nicht eine der größten Geschichten, aber ein mit tollen Charakteren. The first Singulator was in France during the strange version of the 100-Year Wars in which the land was plagued by the Dragon Witch devastation. We set out to stop the witch, joining forces with Jeanne d'Arc. La Poutière. The Dragon Witch commanded frighteningly powerful servants, each of whom had a madness enhancement force up in them. Genau, Vlad und die anderen. Camilla. Der und Martha, die gar nicht so böse war und Siegfried dann hier geholfen hat. Der und der mit Marie den hier abgerechnet. Oh, Leute, Marie Mozart, schöne Liebesgeschichte. But you also gained capable allies along the way, some with theirs to France and some without. Ellie natürlich und natürlich Q hatten wir auch noch. Oh. Siegfried. Including the Dragon Slayer and the member of the clergy who saved him. Ach stimmt, George hatten wir auch noch. Stimmt, der hatte dann seinen Zauber gehalten. As fates both clashed and intervened. Wurde Marie von Sansa ermordet. Ellie hat es geschafft, mit Camilla fertig zu werden. You finally learned the truth about the Dragon Witch. Sie wurde von Gilderay beschworen. I see, this was a story of prey and wishes, though both took the form of rage and hate. Let's begin in order to arrive at the story's conclusion. The way you experienced it, I must continue on as you did. Genau, es ging ja dann weiter, dass hier Gilderay Jeanne mit dem Heiligen Gral beschworen hat, damit hier ihr Wunsch niemals zu Ende geht und ja, daraus ist immer eine verkommene Version gekommen, die sich an allem und alles rächen soll. Jo, wie gesagt, auch noch nicht eine der größten Geschichten, aber fand ich halt schön, einfach wegen dem Cast an Charakteren war halt das erste Mal, dass wir wirklich gesehen haben, was für schöne Charaktere eigentlich das Spiel hat. Und jetzt heißt es erstmal Big Tamamo Damage, Mann. Big Tamamo Damage. I need more Big Tamamo Damage.
Übrigens, Base ist das so mega nice einfach. Weil sie hat einfach die 50% Batterie hat, was natürlich sick ist, weil das heißt, in so einem Szenario kann ich einfach Black Rail machen, muss ich irgendwie ein Skadi oder ein Support oder so. Nee, einfach Black Rail auspacken. 50% chargen. Arts up, Bust. Leute, wir machen locker Millionen Schaden. Ich sag's euch mal ganz ernsthaft. Ja, okay, es sind nur 2 Gänger. Also wenn es 3 Gänger wäre, würden wir Millionen Damage machen. Nee, wir tun richtig hochstacken. Weil, klar, MP Damage wird noch höher. Unnötig, aber ich sag, okay, wir haben 600.000 beim letzten Mal gemacht und das waren alles Klassen, Alter. Ich mein, und da hatten wir nicht Black Rail, da hatten wir nicht Double Tamamo. Ich weiß nicht. Millionen ist zu hoch, aber so 800.000? Ich hab keine Ahnung, aber ich glaube, es wird hoher Damage. Alter! Millionen hat's knackt! Oh, Leute, Mann, das ist doch Pre-Custodia, vergesst es nicht. Pre-Custodia und immer noch kein MLB Black Rail. Es sind aktuell nur... Also aktuell habe ich 3 Black Rails. Ne, 4. Einer fehlt noch. Yeah, we are able to recover the Holy Grail and repair the fasting area. What a wonderful ending to this chapter of your story. Aber keine Spuren zur Leaf Laner. Alright, let's proceed to the next Singularity. Roma. Ach Leute, es ist immer traurig, hier Romania auch wieder immer zu sehen. Nun geht es nach September. Leider. Auch wenn ich mal, also eine der schlechtesten Singularitäten, muss man natürlich so sagen. Verständlicherweise. Sehr wenig Story. Sehr viel Umo-Action, was natürlich positiv ist, aber nicht allzu viel großartige Story. So, ja, machen wir. So, Aussie machen wir jetzt den Supporter. Klar, unsere Geschichte hier, wo an der Seite von, wo ein anderes römisches Imperium gekommen ist und hier unser Imperium gestoppt hat, wo wir gegen unter anderem Alexander und so gekämpft haben, Weber. Und dann schließlich hier auf Romulus gestoßen sind. The second singer brought you to Rome, where you unfolded a tale of the battle between the Roman and the United Roman Empire, And the initial, certainly strongest impression I have after hearing the story. So. Hallo, weiter. Aber! Genau, erste Belegung mit Caligula. Boudica, die sich uns angeschlossen hat mit Spartacus dann. Mendoza. Caesar mussten wir bekämpfen. Schließlich hier den Wächter. Darius. Der war auf unserer Seite. Und dann schließlich Romulus. Wer wurde übrigens nicht gezeigt? Was that is the story of many kings. On my first thought. Achso, deswegen haben wir nur die Königin gesagt. You may be determined which king may wish me dead and which not. I'm sure your reactions must have been quite different. I believe this is the king. Well, shone brightest in your sight. Ach Leute, die scheint immer bei mir. Nera Claudius, the fifth emperor known to of the Emperor of Rose. She fought alongside you, taking on all manner of creatures and armed men, despite the fact that she was not a servant. She had a lot of flair. Yes, I'd agree with that. You may not have been a servant when we met her. Aber sie war die Beste. Tinke, genau, die haben wir vergessen. Ah, verdammt, Darius war im Fall Lupu war auf unserer Seite. But her was easily on par with any other servant she commanded. She always held her head high and never lost sight of her goals. She led us well to the very end. Wo sie gegen den Gründervater gestoßen ist. She would not abandon her pride as an emperor even before the founder of Rome himself. The battle was particularly entertaining. I know the battle with the demon god pillar still awaits us, as well as the confrontation with the Scourge of God. But I would still love to examine this particular plot point very closely. Wo hier wir auf der Roma gestoßen sind. Und wir haben ja schon mal Romulus Interlude gemacht, wie gesagt. Er ist halt wirklich hier das Ultimative, solange Rom weiter existiert, kann er glücklich sein. Das war ein sehr schöner Interlude. Und auch Romulus hat hier als Bösewicht natürlich nicht geklappt, was im Endeffekt dann der Fehler in Leaf Laners Plan war. So, wir machen hier nämlich episch Aussie Supporter. Aber Aussie, wenn er gerade mal keinen Bock hat, Pyramiden zu schmeißen, dann ist er einfach der beste Support im Spiel. Einfach so.
Leute, es gibt hier für den Fall keinen besseren Support. Ich meine das ernsthaft, weil... Schau ich an. Jetzt kann ich hier ganz entspannt Nearest Imperial Privilege aktivieren. Das klappt zu 100%. Warte mal, Leute, ist das... Und Nero, jetzt muss ich gerade überlegen, sie hat schon 30% Batterie. 30% Batterie ist echt immer super. Also 20 ist natürlich gut, aber 30% ist das, wo Asana hat. So. Und jetzt kommt Big Umu Damage. Big Umu Damage. Big Umu Damage incoming! Passt natürlich hier auch zu der Quest. Ja, dann ist natürlich Altera gekommen. Er hat einfach Leaf Laner getötet, was wirklich das Highlight dazu erzählt war. Aber dass du Leaf Laner so als großen Bösewicht hast und dann wird einfach so random gekillt, man. Wow. Das ist auch sehr gut. Und dann, hat unser Abenteuer eine komplette neue Richtung hier bekommen. Altera haben wir natürlich auch noch bekämpft. Cooles Abenteuer. And so, having defeated both the Demon God Pillar and the Scourge of God, you were able to repair the second singularity as well. It must have been a dreadful battle indeed. I can only imagine the relief Chaldea's staff must have felt at your safe return. Alright, on to the next story. Und nun geht es in das, in die weiten Meere von Okeanos. Dort, wo wir dann hier an der Seite von Drake hier gekämpft haben. Jetzt überlege ich, weil da habe ich jetzt noch nicht keine richtige Party aufgebaut. So, ich würde es gerne mit Scheherazade machen. Brauche ich übrigens nicht die Tamamo, auch wenn die Tamamo in dem Fall besser wäre, weil sie hier die Bonze hat, aber hey, who cares? Ich nehme meine Tamamo. So, wir werden jetzt auswechseln, dann werden wir... Ja, wir werden es eh nicht in einem Rutsch schaffen. Ich werde jetzt hier ausnahmsweise mal... Ich meine, der Fight wird jetzt nicht schwer sein, aber ich möchte auch nicht, dass er zu lange dauert. Warte mal. Tun wir hier... Wo haben wir's? Zack. Ja. Jo, schauen wir mal. Warte mal, das ist eigentlich doof, was ich hier mache. Mir fällt gerade auf, ich kann eh nicht EMP aktivieren im ersten Zug. Dann geben wir ja eine andere C. Geben wir... kann ich ja... ich habe jetzt so viel hier. Dann muss ich hier rausnehmen und nehmen wir einen Priester rein. Nehmen wir natürlich. Wenn wir einen Priester brauchen, immer Baby rein. Und jo. Ja, starten wir mal. Und das wird jetzt ein bisschen längerer Kampf werden, weil ihr seht Assassin und Caster. Genau, unser Seite hier an der Seite von Drake, der einfach so einen Heiligen Gral hatte, wurden wir hier in die Karibik reingestürzt und dann schließlich haben wir gegen die Argonauten gekämpft. The story of the third singularity fought in the unknown waters of a vast ocean. In this world where the only land to be found was Scattered Island was an adventure. It would have suited simple tales well. It was there that you have met. Francis Drake. Francis Drake, I believe that by the time you encountered her, she had already claimed the Holy Grail. No, it was not the Holy Grail that threatened humanity. I can certainly imagine what a shock this discovery must have been for you. Das war echt gut. Und dann kommt natürlich erstmal Blackbeard. Yes, I was very surprised that this one of my reasons your encounter with her was so impactful. Drake was a very bit of hearty, cheerful and scary as her reputation made her seem. And she was also a joy to be around. I'll always appreciate the lessons she taught me. Yes, you're right. That's why back then achso, ich dachte, jetzt kommt was aus Agatha. Huh? What's with you? Why you throw yourself on the floor like that all of a sudden? Huh? You feeling all apologetic for some reason? In order to fit our servant into the role I had in mind. It seems I had no choice but to take one who had already been summoned and modify them to suit the story, so you think you might pull Demi out of Chaldea and ask me to your story words throne? And then you think you might have mixed me with a replica you downloaded from the throne to get someone to play this role of yours? I got this, not the slightest clue what you're going on about here, especially since you're not exactly being clear about any of it. I suppose that means something that happened way back then, but still.
All I really know that I've gotten whisked away somewhere while I was lazing around Chaldea. And that I was back before I even realized I'd been gone. I mean, I don't remember any of what happened in between, so I don't see much point prostrating yourself over something we're not even sure happened. I'd actually rather you didn't. Kind of weirding me out. So, get yourself out of there and yourself off the floor, yeah? You're a lot harder when your head is down. I'll take a dead view anytime. How about this? You wanna make up for whatever you think you did to me? Buy me a drink. I got a gift of storytelling. You've actually been looking for a chance to talk to you about that. Things can get really dull when you're out here, see. Thanks to us is just about all you can do to level things up to the crew. Doesn't take long for anyone who's even halfway decent to get popular with the crew. I learned that one the hard way. So if you really wanna do right by me, then teach me how to tell a good story. Start with something fun, that'll make the rum good and easy. Oh, genau, Dahut war sie ja in der Geschichte. Mother Disgrace, please permit me to learn more of the stardust that you met here. Okay, Eric war jetzt nicht so die große Begegnung. And Bonnie are married. Klar, bei Blackbeard Sting, Hector, der ihn dann verraten hat. Und natürlich die Argonauten Jason. Pirates, sailors, navigators, their way across the sea. In time, the story became an adventure of a different sort of pitting you against Jason and his Argonauts in a quest for a mythical ark. Ah, Aurelian des Terrors natürlich. Und Orion und David und Atlante. Ach Leute, Mann. Und Artemis natürlich. Medea und Herc auf der Seite der Argonauten. Come to think of it, I once met a great hero too. Genau, den haben wir auch, der war ja auch hier als Megalos in der Singularität unterwegs. Er geht einfach weiter. He just stepped over me and continued on his way. I never suspected it would be so difficult to communicate with a berserker. I would just have to try again another time. Mit der, die meinen guten Jason hier betrogen hat. Now then, let's bring this voyage to a close. Over the course of this journey, the sea assumed by different forms, calm, dusky, stormy, but in the end it showed you would lay at the far reaches of the Witch of the Betray Streams. Yes, I see now. This was a tale of hope. Tja, und dann hat sich Jason in einen Demon-God-Pillar verwandelt und mein guter alter Jason hat hier das Zeitliche gesegnet. Das war eine der für mich härtesten Kämpfe in Fate Grand Order. Persönlich. Weil, ich weiß noch, da bin ich down gegangen. Weil mit dir hat mich so gelangweilt mit dem ganzen Healen. Waren sehr nervig dabei. So, viel zu viele Skeletons auf meinen guten Mario Kart. Ich hätte ja schon wieder irgendwas mit Space Ash statt 20, aber ich dachte mir, hin und wieder muss man Man-Reaction machen. Da. Ist ja jetzt sehr schade, dass wir keine Karte mit ihm gezogen haben, aber auch gleichzeitig sehr gut, weil das bedeutet, dass Scheherazade, wie ich geplant habe, nicht sehr und die MP einsetzen kann. Man-React Action! More Man-React Action! More Man-React Action! Das ist natürlich doof, da jetzt den Torch habt und die DSS mich jetzt hier gut beschäftigen werden, aber hey, okay, ist liebe Leute. Ja, jetzt kommt erstmal Back, Man-React und Peter. Ich sag, der Shop ist okay. Man-React. Hat irgendwann was anderes geplant? Sehr schön. Hat gar nicht wehgetan. So, und damit niemand sagen kann, wir nutzen Scheherazade nicht. Damit niemand sagen kann, wir benutzen sie nicht. Boah, nicht so Big Man, der Kartenschaden. Alter, der legt da los, Mann, der Babyboy. Ja, MP-Upgrade hat sie ja schon bekommen. Ehrlich gesagt, ich habe das komplett so vergessen, weil ich mir dachte, MP macht so wenig Schaden. Und ich mir aufgemerkt, ja. Nee, aber ihr Refund ist so sick, Mann. Das ist echt schlimm, Mann. Und ihr seht 54% jetzt ohne großartig MP-Gain-Buffs und so. Das ist schon mega cool. Bis auf bitte ein paar Karten hier mit unseren Castern passt. Jo. Wird aber nicht lange. Wird nicht lange.
Ich habe es prophezeit, liebe Leute. Lass mal die Karte durch. Der hat ja nichts getan. Hey. Und. Genau. So, jetzt hat er dir was getan. So, ganz harter Fight. Wie gesagt, mal hier Scheherazade genannt. Ich freue mich ja mehr auf ihr nächstes Upgrade, weil ihr nächstes Upgrade wird nämlich sein, dass sie eine 30% MP-Batterie hat. Das ist jetzt ihr Guts-Upgrade, was ihr hier bekommt. Das werden wir am Ende sehen. Und dann schauen wir mal. Und wir sehen immer Romanis im Motor. Ah, there was so many of them. I thought I was going to die. Are you okay? I'm fine. I'm still alive after all. Now to the next story. It took place in a city, yes. That sounds safer than being out on the open sea. Oh Leute, jetzt ist immer so schlimm, dass wir Romani sehen. Na gut, liebe Leute, wir haben schon die ersten 4 Singularitäten abgeschossen. Fast so schnell wie in echt, liebe Leute. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt an dieser Stelle einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit einer Geschichte. Und das 1000 and Second Night. Genau, eine Geschichte aus 1002 Nächten. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, auf Wiedersehen. Ciao.